Hallo, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie mit Openoffice Calc eine kleine Berechnung, so wie die Summefunktion, einfach so hervorragend machen könnten. Also, wir haben schon Openoffice Calc hier aufgemacht und in unserem Dokument haben wir drei Tabellen. Wir befinden uns in der ersten Tabelle und jetzt wollen wir in unserer dritten Tabelle einfach so arbeiten. Und zwar mit unserer wir fangen an mit der Summefunktion. Also wir schreiben erstmal Summe, damit Sie einfach wissen, worum es einfach geht. Und dann können wir einfach loslegen mit unserer Formatierung. Also wir können zum Beispiel markieren und dann formatieren, wie wir einfach wollen. Die Schriftart, die Schriftfarbe, die Schriftgröße können wir einfach formatieren. Und ja, und die Farbe, die Hintergrundfarbe können wir auch zum Beispiel ändern, wie wir einfach wollen. Wir können zum Beispiel in Blau lassen und von daher die Schriftfarbe können wir auch ändern. Also wir wollen die Summe heute berechnen. Wir wollen auch zum Beispiel die Subtraktion auch berechnen. Wir wollen auch zum Beispiel die Multiplikation auch berechnen. Und zum Schluss wollen wir auch die Division auch machen. Und von daher können wir einfach erstmal diese drei Sachen erst markieren und ein bisschen bearbeiten. Ich zeige euch, wie Sie einfach Ihre Zelle formatieren können mit der Schriftart. Können Sie zum Beispiel richtig formatieren, wie Sie einfach haben wollen. Also suchen Sie sich eine Schriftart hier. Es sieht einfach so aus hier unten mit Schrifteffekt, also wir können auch zum Beispiel sagen, es sollte fett sein und die Schriftgröße sollte zum Beispiel 20 oder 15 sein. Lassen wir 15. Entschuldigung. Und wir können einfach unsere Schriftfarbe ändern in Blau wie bei den anderen auch. Also, und mit Kontur wollen wir auch, mit Schatten wollen wir auch haben. Also die Ausrichtung sollte einfach zentriert sein. Mit Umrandung auch können wir zum Beispiel nehmen und ein bisschen Schatten da. Die Hintergrundfarbe sollte, ja, wir lassen erstmal so die Hintergrundfarbe. Also und da haben wir schon. Und wir können einfach unsere Spalte einfach so hier oben ziehen, damit alles genau richtig drin passt, wie wir einfach haben wollen. Da kann ich euch zum Beispiel jetzt ja erklären. Ups, es geht immer ein bisschen, es steht immer ein bisschen seit heute Morgen. Und von daher, ja, ich muss noch mal ein bisschen ziehen. Ich habe zwei Sachen. Oh, Subtraktion und Multiplikation habe ich drin geschrieben. Ich habe nicht gesehen. Also ich möchte einmal das hier. Und eigentlich musste Multiplikation, Subtraktion muss ich nochmal einfach korrigieren. Subtraktion, ja. Und jetzt Multiplikation sollten wir einfach hier angeben. Von daher, ja. Und wir können noch ein bisschen beziehen, damit wir ein bisschen Platz haben. Und von daher beginnen wir mit der Summe einfach. Wir geben zum Beispiel einige Zahlen zum Beispiel so an, also 90 geben wir 60. Wir lassen ein bisschen erstmal Platz hier. Wir löschen nochmal und machen ein bisschen Platz, damit Sie besser sehen können. Also wir beginnen zum Beispiel bei 9. Hier. Wir geben zum Beispiel 90. 30, 39. Wir geben einfach so die Werte an, die wir einfach wollen. Und danach kann ich euch einfach beibringen, wie Sie einfach rechnen können. Und von daher, wir haben einige Werte schon angegeben. Und ich zeige euch, wie Sie einfach die Summe hier berechnen könnten. Und für mich ist es immer besser, dass Sie zum Beispiel, ja, das ist nur eine kleine Demonstration, ich werde nochmal später erklären. Wenn Sie die Summe einfach von all diesen Zahlen einfach wenn Sie diese Zahlen addieren wollten, dann sollten Sie zum Beispiel, wir sind in welcher Spalte, Sie sollten genau wissen, wir sind in der A-Spalte, also wir sollten A erstmal schreiben und dann in welche Zeilen, Zahl 9 zum Beispiel, es fängt bei der Zahl 9 und dann sehen Sie 9 bis 18, also geht es. Und wir können schon hier oben angeben, in unserer Funktion Zeile einfach, was wir einfach da machen wollen. Wenn wir das summieren wollen, dann setzen wir erstmal unser Gleichheitszeichen. Das ist sehr wichtig, damit der Computer auch versteht, ja, Sie wollen zum Beispiel was jetzt rechnen. Und dann schreiben wir A, nicht A1, A2, sondern es beginnt bei uns bei A9. Also A9 sollten wir einfach schreiben und dann plus
also wir setzen von A9 bis A18. Wir können zum Beispiel sagen A9 Doppelpunkt bis 18, aber ich demonstriere ganz leicht mit euch, wie es einfach geht. A9 plus A10 plus A11 plus A12 plus A13, ups, Entschuldigung, ich habe einen Fehler hier, A13 plus A14 plus A15 plus A16 plus, nee, A6 habe ich da geschrieben, nicht 16, plus A17 plus A18 bis 18, ja, wollen wir rechnen. Und Sie sehen einfach hier, wenn wir oben hier unsere Formel angeben, dann merken wir auch hier in unserer Zahl 19, wo das Ergebnis erscheinen sollte, auch die gleiche Formel. Also Sie sollten wirklich das merken und einfach genau gucken, ob alles stimmt. Also hier habe ich zum Beispiel A5 geschrieben, es sollte A15 sein und von daher, Sie können einfach hier oben korrigieren, wenn Sie merken, dass Sie zum Beispiel einen Fehler gemacht haben. Und wenn Sie fertig sind, dann können Sie einfach auf Ihre Tastatur die Enter drücken und dann sofort haben Sie das Ergebnis einfach hier, die wir einfach nochmal fett markieren und groß markieren sollten. Also wir bearbeiten ein bisschen nochmal, damit Sie besser sehen. Das ist das Ergebnis für unsere Summe. Das ist unsere Summenfunktion, die wir einfach gemacht haben. Und hier wollen wir einfach die Subtraktion jetzt machen. Also wir wollen zum Beispiel zwei Zeilen so, ja, mit zwei Zahlen machen. Wir geben zum Beispiel 100 und bei der zweiten, Entschuldigung, geben wir zum Beispiel 90. Also und diese Subtraktion von diesen beiden Zahlen wollen wir haben und das Ergebnis wollen wir einfach auch hier in unserer Art 19 sehen. Und von daher geben wir auch genauso erstmal unser Gleichheitszeichen. Dann können wir einfach sagen, A17, das ist A17, nee, nicht A17, Entschuldigung, B, wir sind jetzt bei B17, also B ist einfach diese Spalte, die wir hier sehen, es ist jetzt markiert, es ist aktiv momentan und Sie sehen B17, also B, verstehen Sie schon, und 17 ist einfach diese Zeile hier, 17 und Zeile 18 haben wir auch, das ist B17 minus B18, also und da können wir einfach auf unsere Tastatur wieder drücken und sofort haben wir das Ergebnis hier. Und Sie merken, wenn wir auf unsere Enter-Taste drücken, dann springt einfach unsere Mauszeiger auf den nächsten. Und von daher können wir nochmal ein bisschen größer schreiben, damit Sie auch besser sehen können. Wir setzen das bei 18 und also mit anderer Farbe, dann können Sie einfach besser sehen. Also mit der Hintergrundfarbe können wir auch ein bisschen schöner machen. Und hier auch natürlich können wir mit der Hintergrundfarbe ein bisschen schöner machen, damit Sie besser sehen. Also worum es wirklich geht. Die Summe, die Subtraktion haben wir gemacht. Die Multiplikation können wir auch viele andere tolle Werte hier angeben, aber ich möchte nur zwei angeben. Aber Sie können alles ausfüllen, wie Sie einfach wollen. Ich gebe zum Beispiel, ja, 122 und bei der nächsten gebe ich zum Beispiel 90 und wir wollen einfach die Malaufgabe hier machen. Wir setzen unsere Tastatur, wo wir das Ergebnis haben wollen und wir sehen jetzt, C ist jetzt markiert, das heißt, wir sind in der Spalte C. Also das heißt, hier oben sollten wir einfach als Funktion nicht mehr A und B, sondern dieses Mal C. Und zwar C18 mal die Malaufgabe jetzt mal dieses Mal C, nee, das ist C17 mal C18, also Entschuldigung, 17 mal C18. Und Sie merken schon, wenn ich auf meine Tastatur jetzt auf Enter drücke, dann haben wir einfach das Ergebnis hier und wir können auch markieren, damit Sie einfach besser sehen können. Ein bisschen größer sollte es sein, die Schriftgröße sollte auch so sein und die Hintergrundfarbe können wir einfach in eine andere Farbe setzen, damit Sie besser sehen können. Und mit der Division geht es auch genauso. Also wir schreiben zum Beispiel 1000 oder 10.000 so. Bei der nächsten schreiben wir zum Beispiel also 30 oder 300
sowas. Dann können wir einfach die Division machen. Wir setzen unseren Mauszeiger, wo wir das Ergebnis haben wollen. Und hier oben können wir zum Beispiel unsere Gleichheitszeichen nehmen. Dann sagen wir einfach, jetzt sind wir bei D. D ist aktiv, dann D17, die Zeile 17, also Sie sehen schon, D17, ja, geteilt durch D18. Wenn ich drauf drücke, dann haben wir einfach unser Ergebnis hier. Und später kann ich auch zeigen, wie Sie einfach abrunden könnten und auch viele tolle Sachen einfach machen können. Mit dem Hintergrund können wir auch sagen, ja, es sollte jetzt rot sein und die Schriftfarbe sollte zum Beispiel weiß sein. Also, und die Schriftgröße können wir ein bisschen noch größer machen, damit Sie besser sehen können. Also alle diese 4 Funktionen haben wir heute gemacht und wir werden auch in der nächsten Video andere Funktionen auch bearbeiten, weil hier haben wir sehr, sehr viele Funktionen wie die Runde, Abrunden und. Also ich zeige euch in der nächsten